Servus zusammen. Werden wir Tabletop-Spieler mit der Zeit eigentlich immer fauler? Die Frage habe ich mir in den letzten Tagen jetzt schon ein paar Mal gestellt. Und wieso, woher kommt das ganze Thema? Ich habe für mich persönlich festgestellt in den letzten eigentlich schon ein paar Jahren, dass sich das Hobby doch sehr verändert hat für mich persönlich, so wie ich das Hobby eigentlich ausübe. Okay, früher hatte man vielleicht weniger Spielsysteme, weil ich habe in den Anfangszeiten so um 2000 herum eigentlich nur Warhammer 40k gespielt und dann später noch Warhammer Fantasy. Aber generell ist mir jetzt aufgefallen, dass sich doch ein bisschen was geändert hat, was das Hobby direkt bei mir betrifft oder was das Hobby im Allgemeinen bei mir betrifft. Denn ich habe gar nicht mal ja so die Lust dazu, große Armeen zu bemalen, große Armeeprojekte anzufangen, sondern ich drifte immer mehr in Richtung anderer Spielsysteme ab. Also in den letzten 10, 12 Jahren ist es sowieso bei mir so gekommen, dass Spielsysteme wie Infinity dazugekommen sind oder auch Freebooters Fate oder immer wieder andere Spielsysteme, die man sich von Zeit zu Zeit mal angesehen hat, sei es jetzt Karnevale, auch dass man Interesse entwickelt hat an Spielsystemen wie Frostgrave oder ähnlichem. Und eines, was mir dabei aufgefallen ist, eigentlich bei all diesen Spielsystemen, in meinem Fall, handelt es sich immer um irgendeine Form von Skirmish-System. Das Einzige, was hierbei vielleicht ein bisschen heraussticht aus diesen Systemen, aus den letzten Jahren bei mir, ist eigentlich nur Kings of War. Da hat es ein bisschen andere Gründe, wieso mir das Spiel so gefällt, wie es mir gefällt, wieso ich mich damit beschäftige. Aber generell, wenn es jetzt um Hobbyaktivitäten geht, habe ich gemerkt, dass da doch es mehr in diese Richtung bei mir persönlich jetzt geht. Da könnt ihr mir gerne auch Kommentare dalassen, wie das bei euch aussieht. Bei mir ist es eben so, ich habe mir zuerst gedacht, okay, man wird älter, man verändert sich, man hat vielleicht auch andere Verpflichtungen oder ähnliches und dadurch nicht mehr so viel Zeit fürs Hobby. Und aufgrund dessen, okay, man kann nicht mehr so viel Zeit ins Hobby investieren, daher kommt man eher davon weg, mehrere Spielsysteme zu spielen oder man geht weg stärker von Massenspielsystemen oder Massenskirmischern, mehr hin zu Skirmish-Systemen, weil man einfach weniger Figuren zu bemalen hat und weil das dann in einer kürzeren Zeitspanne einfach sehr viel einfacher machbar ist, schaffbar ist. Das war so ein bisschen die Überlegung dabei. Habe dann aber für mich eigentlich festgestellt, dass das nicht so wirklich zutrifft. Denn in den letzten, ich sage jetzt mal so 18 Jahren, hat sich nicht so viel verändert bei mir, aber jetzt auch bei Bekannten, die im Hobby sind, die jetzt ungefähr, also, oder nicht nur Bekannte, sondern generell Leute, die in meinem Alter sind, sich mit dem Hobby beschäftigen, bei denen hat sich eigentlich in den letzten Jahren privat und beruflich gesehen auch gar nicht so viel verändert. Und ich habe da ja mit mehreren Leuten auch darüber geredet und eigentlich kam immer ungefähr das Gleiche heraus. Die Leute haben, und so, das habe ich auch bei mir festgestellt, es ist eigentlich nicht so, dass man immer fauler wird oder dass man weniger Zeit hat, die man aktuell ins Hobby investiert. Weil eine Thematik wäre ja zum Beispiel, dass man sagt, okay, man gründet dann eine Familie und man hat dann Kinder, man hat weniger Zeit und so. Aber was sich eben gezeigt hat in diesen vergangenen 15 Jahren, dass bei den meisten Leuten, einschließlich auch mir, sich eigentlich nicht wirklich so viel verändert hat. Egal ob jetzt im Berufsleben, ob jetzt privat oder auch im Hobbyleben, die Zeit, die man hat, ist eigentlich nach wie vor die gleiche, die man dann auch ins Hobby investiert. Und trotzdem konnte ich es bei mir eben feststellen, dass der Weg doch weggegangen ist von diesen Massensystemen oder auch Massenskirmischern und viel mehr hin in Richtung einfach von Skirmish-Systemen. Mir fehlt da einfach ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, die Motivation, mich hier hinzusetzen und mich mit einem großen Armeeprojekt zu befassen. Da bin ich doch eher
dadurch, dass ich ohnehin viele Spielsysteme interessant finde und wie viele andere auch definitiv ein Hobby-Schmetterling bin, dass ich sehr viel System springe. Und da habe ich jetzt eben für mich das festgestellt, dass sich diese, anstelle jetzt eine Warhammer 40k-Armee in Angriff zu nehmen, setze ich mich lieber hin, beschäftige mich an einem Abend zum Beispiel mit Freebooters Fate, stelle mir eine Armee oder eine Mannschaftsliste zusammen, die ich vielleicht das nächste Mal spielen möchte oder die mich interessiert, und baue dann diese Figuren, die mir dazu dann noch fehlen, zusammen, und im Verlauf der nächsten Zeit beschäftige ich mich damit für ein paar Abende, und dann sind diese 500 Dublonen fertig, zusammengebaut, sofern nötig, und die neuen Figuren auch bemalt, und ich habe wieder was Fertiges. Anstelle hier jetzt Wochen oder Monate damit zu verbringen, nur an einer einzigen Warhammer 40.000 Armee zu arbeiten, und eben wenn ich dann fertig bin, setze ich mich ans nächste Projekt. Dann kann es sein, dass ich bei Infinity zum Beispiel etwas mache. Sehr häufig hat sich da gezeigt, dann auch in der letzten Zeit, zumindest im heurigen Jahr, dass ich dann entweder Einzelfiguren male und gar nicht so sehr auf eine komplette Armee, oder von Zeit zu Zeit dann packt es mich mal wieder etwas mehr bei einem der Spielsysteme, und wie ich vorhin jetzt gesagt habe, mache ich dann eine fertige Armeeliste, zum Beispiel 500 Dublonen bei Freebooters Fate oder auch 300 Punkte für Infinity. Die Modelle werden dann zusammengebaut, bemalt, und am Ende ist eben das Projekt fertig. Das ist so diese Vorgehensweise, die ich in den letzten paar Monaten, vor allem aber im heurigen Jahr, für mich eigentlich so dann festgestellt habe, was sich so eingebürgert hat bei mir, wenn ich eben aufgrund dieser Überlegung, die ich jetzt in den vergangenen Tagen hatte, bezüglich darauf, ob man als Tabletop-Hobbyist dann im Alter oder mit der Zeit einfach immer fauler wird. Und so wie es für mich aussieht, hat man einfach nicht mehr die Motivation oder kann sich nur schlecht motivieren, mit der Zeit so große Systeme zu spielen oder beziehungsweise eine solche große Armee aufzubauen, sondern man geht eher in die Richtung kleinerer Systeme, habe ich so das Gefühl. So ist es eben bei mir, wie gesagt, und habe ich auch mit diversen Gesprächen auch so festgestellt. Man beschäftigt sich eher mit kleineren Systemen, wenig Figuren, um dann seine Hobbyzeit vielleicht auch ein bisschen mehr darauf zu legen, dann diese Figuren zu spielen, anstelle jetzt monatelang eine Armee aufzubauen, bis man das erste Mal damit spielen kann. Und für die Massenskirmisch-Systeme und Massensysteme, die es so gibt, nur als Beispiel vielleicht Flames of War oder Warhammer 40k oder auch Age of Sigmar, hat sich für mich dann der Punkt gezeigt, dass es gar nicht an der Motivation fehlt, diese Armee zu bemalen oder die Figuren dazu zu bemalen, sondern dass ich das Ganze dann bei solchen Spielsystemen dann eher aufteile. Also da habe ich jetzt eine fertige Age of Sigmar Armee, 2000 Punkte war zum Beispiel Nighthounds, die stehen bei mir rum, die sind an und für sich spielfertig, aber halt nur zum Teil bemalt. Das gleiche trifft halt dann zu für Armeen wie meine Blood Angels oder auch die Harlequin, die ich dann eben nicht auf einmal bemale oder in Angriff nehme, sondern dann mir in ganz kleine Häppchen unterteile mittlerweile. Da gehe ich dann nicht mehr her, so wie früher. Ich baue jetzt 500 Punkte oder auch 1000 Punkte fertig auf, fertig zusammen. Dann wird alles grundiert und in einem Schwung über vielleicht 2 Monate, 1 Monat, wie lange es dann dauert, bemalt, und wirklich nur die Konzentration auf dieses eine System und auf dieses eine Spiel, auf diese eine Armee, sondern da ist es dann jetzt mittlerweile in Bezug eben auf diese eher Einzelfiguren malen und kleinere Skirmish-Systeme malen, hat sich auch dieser Punkt dann für diese anderen Spielsysteme bei mir eigentlich dann so gezeigt, dass ich das auch so mache. Da gehe ich nicht mehr her und, wie ich gerade gesagt habe, bemale eine komplette Armee, sondern ich schnappe mir einen Trupp oder vielleicht ein einzelnes Modell, wenn es ein Panzer ist, ein sonstiges Fahrzeug oder ein Charaktermodell, und bemale nur diese eine Figur. Konzentriere mich da dann wirklich nur auf diese eine Figur oder diese eine Einheit, dieses eine Fahrzeug, was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt hier irgendwie versuche, auf Vitrinenebene zu malen, sondern
noch immer, dass ich sage, ich möchte damit spielen, aber es ist einfach der Fokus nicht mehr da, diese komplette Armee in einem Schwung fertig zu bekommen, sondern eben das eine Fahrzeug oder die eine Einheit wird fertig gemacht, über eine Woche vielleicht an mehreren Abenden oder mal am Wochenende, und im Anschluss daran beschäftige ich mich dann die nächsten Wochen und Monate mit dem jeweiligen Spielsystem dann überhaupt nicht mehr, bis ich erst wieder die nächste Einheit für diese Armee in Angriff nehme und mache in der Zwischenzeit dafür andere Systeme wie Freebooters Fate oder eben Infinity. Also alles in allem kann ich sagen, es hat sich eigentlich soweit nichts verändert. Es scheint nicht so zu sein, dass der Hobbyist mit der Zeit fauler wird, sondern man hat seine Hobbyzeit, die man schon über viele Jahre hat, die man sich einfach nur anders einteilt. Anstelle dann eben eine große Armee in Angriff zu nehmen, werden kleinere Skirmisher-Systeme bemalt oder eben eine Einheit des jeweiligen Spielsystems und dann mal wieder zwischenzeitlich etwas anderes. Und dadurch kommt eben dann das Gefühl auf, dass man eigentlich keine Lust mehr vielleicht haben könnte für große Systeme oder ähnliches, aber eigentlich ist es gar nicht so. Falls da sich jemand dazu melden möchte, bitte gerne schreibt dazu in die Kommentare, wie das bei euch so aussieht, welche Erfahrungen habt ihr gemacht. Vielleicht stimmt mir jemand überhaupt nicht zu. Auch solche Sachen bitte gerne in die Kommentare. Oder vielleicht seht ihr es auch so wie ich oder habt die gleiche Erfahrung gemacht, dass man eigentlich die gleiche Hobbyzeit investiert wie früher, nur vielleicht aufgeteilt auf mehr Systeme bzw. auf andere Bereiche des Hobbys. Wäre ja auch zum Beispiel möglich. Also gerne damit auch in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.